Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ein Leben ist zu wenig. Die Autobiografie von Gregor Gysi ist ein intimes Porträt eines der schillerndsten und kontroversesten Politiker Deutschlands. Gysi, bekannt als brillanter Redner, politischer Stratege und als Stimme der Linken in Ost und West, blickt in diesem Werk nicht nur auf seine eigene politische Karriere zurück, sondern zeichnet zugleich ein lebendiges Bild der gesellschaftlichen Umbrüche, die Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. Die Autobiografie schildert Gysis Kindheit in der DDR, sein politisches Erwachen, seine Zeit als Anwalt und seine zentrale Rolle bei der Transformation der SED zur Partei Die Linke. Besonders faszinierend ist dabei Gysis ehrlicher und selbstkritischer Blick auf persönliche Widersprüche und die Herausforderungen, denen er sich als Unbequemer und Querdenker einerseits und als Vermittler zwischen den politischen Kulturen andererseits stellen musste. Das Buch zeigt zudem, wie politisches Engagement, persönliche Werte und gesellschaftlicher Wandel untrennbar miteinander verwoben sind. Gysis Erinnerungen bieten nicht nur Einblicke in sein eigenes Denken und Handeln, sondern beleuchten auch viele Facetten der jüngeren deutschen Geschichte, von Überwachungsstaat und Mauerfall bis zu den Herausforderungen der Gegenwart. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Kindheit und Jugend in der DDR. Gysis autobiografische Schilderungen seiner Kindheit und Jugend sind geprägt von einem hohen Maß an Authentizität und historischen Details. Er wurde 1948 als Sohn eines jüdischen Intellektuellen im Osten Berlins geboren und wuchs in einem Umfeld auf, das vom politischen Idealismus, aber auch von den Widersprüchen des DDR-Systems geprägt war. Die frühe Konfrontation mit sozialistischem Gedankengut und die Lebenswirklichkeit in einem Überwachungsstaat prägten sein Weltbild nachhaltig. Gysi reflektiert differenziert die Rolle seiner Familie zwischen Anpassung und Kritik innerhalb der DDR-Gesellschaft und thematisiert das Spannungsfeld zwischen politischen Idealen und staatlicher Realität. Diese Lebensphase legte den Grundstein für sein späteres politisches Engagement. Zweitens. Anwaltstätigkeit und Opposition. Ein zentrales Thema im Buch ist Gysis Tätigkeit als Anwalt in der DDR, wo er sich insbesondere für oppositionelle und regimekritische Mandanten einsetzte. Seine mutige Arbeit brachte ihm Achtung, aber auch Überwachung und Verdächtigungen ein. Besonders eindrücklich beschreibt Gysi die Auseinandersetzung mit den Instrumenten staatlicher Machtausübung wie Stasi und Justiz. Sein juristisches Engagement bot nicht nur Einblicke in juristische und ethische Herausforderungen einer Diktatur, sondern zeigte auch Möglichkeiten des Widerstands und der Solidarität. Seine Erfahrungen als Anwalt machten ihn zu einem profilierten Kritiker des DDR-Systems, der immer wieder das Spannungsverhältnis zwischen Loyalität, Idealismus und Pragmatismus ausloten musste. Drittens. Die Wendezeit und Neuorientierung, die Phase der friedlichen Revolution 1989-90 und die deutsche Wiedervereinigung markieren einen dramatischen Wendepunkt in Gysis Leben. Als SED-Politiker geriet er inmitten des Umbruchs in eine Schlüsselposition. Er war maßgeblich an der Transformation der SED zur PDS beteiligt und übernahm zentrale Aufgaben bei deren Neuausrichtung. Sein politisches Wirken war geprägt von dem Anspruch, die Interessen Ostdeutschlands nach dem Fall der Mauer zu vertreten und die politische Landschaft mitzugestalten. Die Autobiografie schildert eindringlich die persönliche und politische Herausforderung, sich in einer neuen, oft feindseligen Umgebung zu behaupten und die Brücken zwischen Ost und West zu schlagen. Viertens. Parlamentarische Karriere in gesamtdeutscher Perspektive. Mit dem Einzug in den Bundestag begann für Gysi ein neues Kapitel seiner politischen Laufbahn. Das Buch beschreibt detailliert seine Rolle als Fraktionsvorsitzender der PDS und später der Linken, seine rhetorische Brillanz und sein Engagement für soziale Gerechtigkeit. Gysi analysiert die Schwierigkeiten, als Vertreter einer Minderheitenpartei nationale Aufmerksamkeit zu erlangen und politische Veränderungen zu bewirken. Er berichtet von zahlreichen Konfrontationen und Debatten mit politischen Kontrahenten sowie von seinem Bemühen, die Linke als gesellschaftlich relevante Kraft in der Bundesrepublik zu etablieren. Gysi reflektiert offen die Erfolge
Misserfolge und strategischen Fehlentscheidungen seiner Partei. Schließlich Privates, Selbstzweifel und politische Leidenschaft. Abseits der politischen Bühne gewährt Gysi Einblicke in seine persönlichen Krisen, Zweifel und Sinnfragen. Er spricht offen über seine gesundheitlichen Probleme, den familiären Rückhalt und die Schattenseiten permanenter medialer Aufmerksamkeit. Gysis Autobiografie thematisiert, wie persönliche Schicksalsschläge, beruflicher Druck und politische Verantwortung einander bedingen. Charakteristisch sind sein Humor und seine Fähigkeit zur Selbstkritik, die das Buch zu einem sehr menschlichen Zeugnis machen. Trotz aller Herausforderungen bleibt die Leidenschaft für Politik und gesellschaftliches Engagement das zentrale Leitmotiv seines Lebens. Zusammenfassend: Gregor Gysis Autobiografie ist weit mehr als eine politische Selbstbeschreibung. Sie ist ein spannendes Zeitdokument, das tiefe Einblicke in verschiedene Epochen der deutschen Nachkriegsgeschichte bietet und sowohl politische als auch persönliche Fragen mit bemerkenswerter Offenheit behandelt. Dieses Buch ist besonders empfehlenswert für Menschen, die sich für Zeitgeschichte, deutsche Politik und gesellschaftliche Transformationsprozesse interessieren. Sowohl Leserinnen und Leser, die den Wandel Osteuropas und die deutsche Wiedervereinigung nacherleben möchten, als auch solche, die sich für die Rolle von Minderheitenparteien in einer demokratischen Gesellschaft interessieren, werden von diesem Werk profitieren. Durch Gysis Fähigkeit, komplexe Entwicklungen verständlich zu erläutern und seine ehrliche Selbstreflexion grenzt sich dieses Buch von anderen politischen Memoiren ab. Es lohnt sich, statt einer beliebigen Biografie zu einem Klassiker der politischen Literatur wie Ein Leben ist zu wenig zu greifen, weil Gysi eine Brücke schlägt zwischen Ost und West, Vergangenheit und Gegenwart und Politik und Persönlichkeit. Für das Verständnis aktueller politischer Debatten bietet sein Werk zahlreiche Denkanstöße und gibt Mut, sich selbst aktiv einzubringen. Wenn Sie unterstützen möchten, Gregor Gysi, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.